Willkommen zurück. Wir sind wieder on Trail. Aktuell befinden wir uns auf den Kanarischen Inseln und wir werden Gran Canaria und Fuerteventura auf insgesamt 260 Kilometern durchqueren. Auf geht's! Es ist Ende Dezember. In den vergangenen Tagen zog ein heftiger Sturm über die Insel. Heute hoffen wir, dass sich das Wetter beruhigt und wir unsere Tour wie geplant umsetzen können. Wir starten im Nordwesten und werden in 5 Tagen auf einer individuellen Route bis in den Süden laufen. Allerdings staunen wir am Ende nicht schlecht, als wir bemerken, was der Trail diesmal für uns bereithält. Also, viel Spaß! Wir sind jetzt schon 45 Minuten unterwegs, sind in Puerto de las Nieves gestartet, bei ordentlich Wind und Wolken, aber jetzt sind wir schon ein paar Kilometer gelaufen, um die 2, und jetzt strahlt die Sonne, der Wind ist deutlich weniger geworden und wir haben auch schon die ersten tollen Panoramen und Ausblicke und genießen es, auf der Insel unterwegs zu sein. Dort lang wird uns jetzt der Weg führen. Man merkt es gleich, ist doch ganz schön windig hier. Steil ist das. Noch nicht mal 2 Stunden unterwegs. Schon wieder fix und fertig. Und weiter geht's. Nützt alles nichts. Das ist Puerto de las Nieves. Dort sind wir heute Morgen gegen 11 Uhr gestartet. Jetzt haben wir es 13:32 Uhr und sind dann hier den Berg entlang. Hier auf der anderen Seite von dem Hügel sind wir dann jetzt komplett hier nach oben gestiegen. Hier unten über diese kleine Plattform und dann jetzt hier den gesamten Berg hoch. Da steht der Alex und wir gehen hier weiter noch ganz nach oben. Aber es ist schon wieder richtig schön. Wir haben total viel Glück mit dem Wetter. Aber was soll man sagen? Es ist natürlich auch anstrengend. Wir haben knappe 900 Höhenmeter jetzt geschafft und müssen, glaube ich, noch 200. Zumindest an Höhenmetern, aber Kilometer haben wir locker noch, 10, 12 Kilometer bis zu dem Platz, den wir heute erreichen wollen. Und dann schauen wir einfach mal, wie der weitere Tag verläuft. 2 Stunden 50 unterwegs. 1000 Höhenmeter sind voll. Weiter geht's. ...15 Kilometer haben wir gleich. 1400 Höhenmeter. Ich glaube, es ist 3:45, kurz vor 4. Und so langsam geht es auch mit den Kräften runter. 6, 7 Kilometer noch. Wir müssen mal gucken. Weiter geht's.
hinten könnt ihr das sehen. Puerto de las Nieves. Der Hafen, wo wir heute Morgen Käffchen hatten und auch gestartet sind. Ersten Gipfel haben wir geschafft. Wir blenden euch mal ein, wie es heißt. So genau wissen tun wir es nämlich wie immer nicht. So, es ist jetzt schon kurz nach 18 Uhr. Und wir sind immer noch unterwegs. Bisher konnten wir leider noch keinen Schlafplatz finden. Und das erschwert jetzt natürlich die Sache, weil es ja gleich dunkel wird. Wir sind schon ziemlich erschöpft und kaputt. Und Kopfschmerzen haben sich auch schon angekündigt. Und von dem her hoffen wir, dass sich jetzt hier der Anstieg nochmal lohnt und wir dann weiter oben eine halbwegs geeignete Stelle finden, wo wir nächtigen können. Also drückt uns die Daumen. Kurzes Update. Wir haben den Spot für die Nacht gefunden. Der Aufstieg hat sich also gelohnt. Yes! Weil, bei euch ist es übrigens gerade viel heller, als es hier gerade ist. ja, hier ist es wirklich schon saudunkel, also kurz vor Stirnlampe auf. Aber also wir haben es dann doch ganz gut getroffen. Ja, und jetzt werden wir uns beeilen, das Zelt aufbauen und dann den restlichen Abend genießen. Erstmal irgendwie auch ein bisschen durchatmen. Ihr hört schon, ich bin noch ganz schön außer Puste. Ich glaube, es waren jetzt deutlich über 20 Kilometer, die wir unterwegs sind und weit über 1000 Höhenmeter. Also wir haben quasi Wackelpudding in den Beinen. 1800. 1800 Höhenmeter, ach du Scheiße. Und auch unglaublicherweise 530 runter. Und sogar noch 530 runter. Okay, ja gut, das ist jetzt deutlich mehr als geplant. Also wir haben es uns jetzt auch verdient, dass wir angekommen sind. Und würden wir sagen, wir sehen uns später oder spätestens morgen. Ciao, ciao. Guten Morgen! Es ist bereits Tag 2 auf unserem Gran Canaria Cross und wir haben gerade soeben schon wieder alles abgebaut, sind schon wieder ready, Kaffee ist getrunken und es geht los. Erstmal wieder einen Berg nach oben und dann werden wir hoffentlich gleich in einem kleinen Ort ankommen, um da nochmal den zweiten Kaffee trinken zu können. Die Nacht war soweit sehr gut, es war sehr windig. Wir hatten Böen bis 45 km/h und eine Temperatur von um die 6 Grad. Aber wir haben trotzdem eigentlich ganz gut geschlafen und ja, konnten quasi den anstrengenden Tag von gestern so ein bisschen uns davon erholen. Das war nämlich schon auch ziemlich anspruchsvoll. Es war dann so mit 1800 Meter hoch. Und ja, der Weg war ansonsten super, super schön. Wir sind den ganzen Tag bergauf gelaufen, sind aber sehr schnell in die Insel eingetaucht, sehr tief. Und die Wege waren von Vulkanlandschaft bis hin zu Nadelwäldern geprägt. Also sehr abwechslungsreich, hat sehr viel Spaß gemacht schon am ersten Tag. Und unser Ziel für die Tour ist nach 5 Tagen Maspalomas. Das heißt, wir durchqueren einmal die gesamte Insel von Norden nach Süden und werden dort größtenteils auf dem GR 131 laufen. Ja, und sind gespannt, was wir noch alles sehen werden. Der erste Tag ist auf jeden Fall schon mal sehr vielversprechend gewesen und ich würde sagen, es geht direkt rein in den
den zweiten Tag. Moin! Wir sind back on trail. Wir sind jetzt schon 3 Kilometer gelaufen und haben unseren ersten Kaffee und Sandwich eingenommen, um uns gestärkt und starten jetzt wieder richtig rein. Aber wir sehen von hier ganz toll, wo wir letzte Nacht verbracht haben, und zwar hinter diesem Berg. Dort dahinter haben wir relativ geschützt geschlafen. Windig war es trotzdem ein bisschen, aber alles auszuhalten. Und gestern Abend oder gestern im Laufe des Tages waren wir hier oben auf diesem einen Pico und gekommen sind wir von da hinten. Also hinterm Berg ganz runter, 1000 Meter weiter runter vom Meer sind wir gestartet, hier hoch. Und dann gestern hier lang, hier hinter dem Gipfel geschlafen und dann jetzt gerade hier runter. Und hier haben wir jetzt Kaffee getrunken, was gegessen. Ja, uns wie gesagt gestärkt. Und jetzt geht's weiter. Immer weiter Richtung Landesinnerem. Wetter ist soweit gut, die Sonne scheint. Der Wind wird eher zunehmen als abnehmen, aber ja, das kriegen wir hin. Und die Nacht war sehr gut. Wir sind öfter aufgewacht, haben aber trotzdem eigentlich ganz gut geschlafen. Der Spot war nice. Ja, und dann sagen wir mal, geht's weiter. Ciao, ciao. Wir haben uns gerade im letzten kleinen Ort gestärkt und jetzt geht's wieder ganz nach oben. Knapp 11 Kilometer sind im Kasten, 800 Höhenmeter haben wir auch schon. Damit haben wir jetzt schon das Gros des Tages hinter uns. Jetzt waren wir gerade noch an so einem Ständchen, an so einem Touristenort, ich weiß gar nicht wie er heißt, und haben Bocadillos, Chorizo und Queso ergattern können. Haben auch schon das Wasser für heute Abend für den Schlafspot zusammengetragen. Und ja, jetzt haben wir hier natürlich mega Aussicht. Da laufen wir jetzt auch schon den ganzen Tag entlang. Wetter ist mega gut. Und ja, hoffen wir mal, dass es jetzt so weitergeht. Heute Abend soll der Wind auffrischen, auch stärker sein als letzte Nacht. Und da müssen wir mal schauen, dass wir für unser Zelt auch einen geeigneten Platz kriegen. Dort wollen wir hin. Vielleicht schon heute Abend, aber spätestens morgen früh. Gucken wir mal, wie weit wir es noch schaffen. Sieht auf jeden Fall richtig gut aus. Irgendwie werden wir hier wohl entlang laufen. Wir sind gespannt. Kein Wölkchen am Himmel, aber die Kalima lässt die Sicht vernebeln. Es ist mittlerweile kurz vor 4. Die Sonne steht schon deutlich tiefer. Und wir sind jetzt auch gerade von den Höhenlagen etwas tiefer. Ich denke etwas unter 1000. Und haben jetzt aktuell 17 Kilometer auf der Uhr. 20 ist das mindeste Ziel, was wir schaffen wollen. Deswegen, wir werden jetzt bestimmt noch mal ein Stündchen laufen und hoffen dann eben auch weiter oben wieder einen schönen Schlafspot zu finden. Also weiter oben, weil der folgende Weg uns auch wieder da hinten auf den Berg hochführen wird. Da sieht man ganz gut. Von dem her sind wir gespannt. Wir hoffen, es wird nicht zu anstrengend. Wir sind nämlich schon ein bisschen platt. Aber ist ja nicht mehr lang. Wir sind ja bald da.
wie immer. Ich habe totalen Quatsch erzählt. Wir sind nämlich aktuell ungefähr auf 1400 Höhenmeter und müssen noch auf 1700. Und jetzt aktuell steht ordentlicher Anstieg bevor. Naja, man erkennt es wahrscheinlich nicht so gut, aber es ist schon wieder extrem steil. Naja, wir gucken mal. Mittlerweile ist es 3:45. Vielleicht schaffen wir es diesmal ja, unseren Spot zu finden, bevor die Sonne untergeht. Sind doch schon wieder Urwald-Vibes hier. Oder Dschungel-Vibes. Kann man nennen, wie man will. Brennnesseln. Also wir müssen da oben durch dieses kleine Gap. Und dann sind wir auf dem Hochplateau. Aber ich finde keinen, der es mir glaubt. Gucken wir uns das doch mal an. Ja. Naja, gut. Das soll es werden. Das Bett für die Nacht. Ja, Bob der Baumeister ist dabei. Und heute ein etwas außergewöhnlicherer Platz. Auf jeden Fall. Hier wird es auf keinen Fall brennen. Wir sind hier richtig safe. Ja, genau. Hier, das ist heute die Umgebung, in der wir unser Nachtlager aufschlagen. Etwas unkonventionell, aber wir sind hier zumindest etwas vom Wind geschützt. Naja, und so schlecht ist der Ausblick jetzt auch nicht. Es ist mittlerweile 8:30. Wir sind schon eine Weile in unserem Zelt und im Schlafsack. Es ist arschkalt. Vielleicht hört man es, der Wind tobt draußen wie Sau. Wir haben also einige Zeit gebraucht, um einen Platz zu finden, der einigermaßen geschützt ist. Der ist jetzt nicht der allerbeste. Zwischen ein paar Sträuchen, einem alten Weg. Hier hat es mal gebrannt, dementsprechend, naja, waren wir nach schneller Zeit auch so ein bisschen dreckig und schmutzig, aber ist egal. Haben dann draußen noch schnell das Nötigste gekocht und gegessen und sind jetzt schon wieder seit einer Stunde im Zelt und hoffen dann auch bald schlafen zu können und hoffen vor allem, dass die Nacht einigermaßen okay wird. Es sind Böen bis zu 60 km/h angesagt. Wir schauen mal und hoffen, dass wir hier, soweit es geht, verschont davon bleiben. Also dann, wir sagen gute Nacht, bis morgen. Ciao. Was für eine Nacht. Also stürmisch ist gar kein Ausdruck. Eigentlich haben wir gar nicht geschlafen, weil es so heftig gewindet hat. Und wir mussten nachts nochmal aufstehen. Ich glaube, es war 1:30 oder so, das Zelt nachspannen. Also, krass. Naja, dementsprechend war nichts mit Schlafen. Jetzt haben wir es 8 Uhr. Eigentlich wollten wir um 6 aufstehen, aber das ging einfach nicht. Ich glaube, gegen Ende wurde es jetzt ein bisschen windstiller und das haben wir genutzt und nochmal, ich glaube, ein Stündchen geschlafen. Ja, und es ist krass, es ist einfach auch alles sandig. Es hat hier einfach den ganzen Sand von draußen reingejagt. Dementsprechend wird es jetzt auch noch mal ein bisschen dauern, ehe wir wieder alles sauber kriegen und gepackt haben. Ja, und ich glaube, man sieht uns an, naja, wie wir uns fühlen. Aber gut, es geht trotzdem weiter. Wir packen mal zusammen. Ciao. Wir haben es endlich geschafft. Wir sind wieder unterwegs. Es ist 9:30. Wir haben die Nacht überlebt. Es war, wie gesagt, extrem stürmisch. Und den ganzen Sand hat es bei uns reingewedelt.
Dementsprechend hatten wir jetzt noch ein bisschen zu tun, alles wieder sauber zu bekommen. Haben jetzt gepackt, noch einen Kaffee getrunken. Und jetzt freuen wir uns, wieder unterwegs zu sein, uns ein bisschen aufzuwärmen. Und Ziel ist jetzt der höchste Punkt der Insel, Pico della Neves, 1900 paar zerquetschen. Und ansonsten war der Tag gestern auch wieder sehr lang, aber doch recht schön. Viele verschiedene Ecken gesehen, kleine Pfade, ein bisschen breitere Pfade, teilweise etwas längeres Stück parallel zur Straße gelaufen. Das war natürlich nicht ganz so optimal, aber lässt sich nicht ganz umgehen. Wir hatten trotzdem einen sehr schönen Tag. Freuen uns aber heute umso mehr, wenn endlich dieser Wind aufhört, weil das ist auf Dauer schon ganz schön belastend, weil es nicht nur dauerhaft kalt ist, also trotz Sonne, sondern ja, es geht halt irgendwie auch aufs Gemüt. Ja, dann sagen wir einfach mal, wir sehen uns später, wenn wir auf dem höchsten Punkt der Insel sind. Si yo pudiera ser libre como los ríos, y si yo pudiera transmitir todo lo que siento y decirle a todo el mundo que te quiero con mi alma. Da oben, da kommen wir jetzt gerade her. Das ist der höchste Punkt. Pico de las Nieves, 1960. Sind wir jetzt hier runtergegangen. Sind jetzt auf 1600. Genau, jetzt geht's weiter. Wenn man zum bekannten Aussichtspunkt unterwegs ist. Herzlich willkommen. Von hier haben wir nochmal einen grandiosen Ausblick, wie wir gestern gelaufen sind. Wir sind irgendwo von hier hinten gekommen, haben dann in Cruz de la Teide unser Bocadillo-Sandwich gegessen, sind dann hier wieder den Berg hoch am Wald entlang und sind dann hier noch der Bergflanke gefolgt und an der Stelle haben wir die Bergseite gewechselt. Wir sind also auf die andere Seite vom Berg gelaufen. Man sieht es jetzt nicht, also die gesamte Rückseite vom Berg, und heute Morgen waren wir dann eben hier oben auf dem höchsten Berg der Insel. Ja, und da, wo es schön ist, sind auch immer viele Menschen. Naja, aber wir wollen noch bis zu diesem Schmuckstück da hinten. Genug Touri-Sightseeing gemacht. Das war Roc de Nobles. Wir gehen jetzt weiter auf unseren Trail, hoffentlich mit weniger Menschen.